gerade noch, als ich verloren habe. Oh nee, ne? Das ist behindert, Alter. Aber ich guck mal, ob vielleicht da vorne noch liegt. Ach so ein Scheiß, Alter. Nach der Hütte war's noch da. Hast du die Ersatzteile mit? Boah. Bei jeder Tour ein Ding verlieren, Jonas. Das ist jetzt deine Aufgabe. Ja, ja, natürlich. Ja, gut, dann Kanu. Vielleicht finden wir es ja morgen beim Abstieg. Ja. Ja. Morgen runterlaufen. Stück von der Feier, bis ich noch weiter mit immer das. Ja. Und das ist das, wenn man nicht auf seinen Kram aufpasst. Also wir haben jetzt festgestellt, bei jeder Tour muss irgendwas kaputt gehen, nicht verwendbar sein oder verloren gehen. Jo. Das wäre wahrscheinlich jetzt von der Schwierigkeit so 3 minus 2 plus nach UIAA. Ich glaube aber 2 minus gibt es gar nicht. Wahrscheinlich 2. Grad. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Klettersteig. Boah, ist das hier abgenutzt. Ja, ich finde sogar noch ein bisschen mehr. Beim Batzmann war das irgendwie nur an manchen Stellen und hier ist es über den ganzen Felsen. Boah. Hoho. Ach, da ist es schon.
So, dann kommt jetzt das Fazit. Also bei der Ortler-Tour, wir sind ja über Sölden auf die Paya-Hütte aufgestiegen. Ich denke mal, dass man das so in 4 Stunden schafft. Das sind etwa 1200 Höhenmeter. Die Hütte liegt auf etwa 3000 Meter. Also ja, ich denke mal, wenn man zeitnah am Tag startet dann und sich Zeit lässt, dann hat man da auch relativ wenig Probleme mit der Höhe. Auf der Hütte selber kann man dann auch relativ gut entspannen, essen etc. Genau. Dann ja zum Thema ja, Gipfeltag. Man startet relativ früh morgens. Ich glaube, wir sind so ungefähr um 3:30 Uhr oder 4 Uhr gestartet. Und wir hatten einen Bergführer dabei. Am Anfang der Tour hat man relativ viel Kraxelei. Und ich für meinen Teil fand den Stein relativ speckig. Also ich fand auch die Wegfindung nicht so einfach, auch wenn man jetzt, ja, ich sag mal, viele Absicherungen hat, viele Ketten und so weiter, fand ich es trotzdem nicht unbedingt einfach im Dunkeln da die Wegfindung gut hinzukriegen. Deswegen sollte man sich da vielleicht am Vortag schon mal ein bisschen am Einstieg umgucken, wie die Tour verläuft. Man kann dann, wenn man den Felsteil erledigt hat, relativ gut also danach die Steigeisen dann anziehen, direkt beim beim Gletschereinstieg, Entschuldigung. Und ja, dann geht es im Prinzip auch auf den Gletscher rauf. Der ist relativ gut begehbar. Allerdings haben wir auch gehört, dass einer von den Teilnehmern wohl von einer anderen Gruppe in eine Gletscherspalte gefallen ist. Also für uns sah der relativ ja, zu aus, der Gletscher, dass alle Spalten geschlossen waren. Allerdings soll der wohl recht tückisch sein, deswegen passt auf jeden Fall auf. Also eine Solotour würde ich auf keinen Fall auf den Ortler empfehlen. Einfach wegen dieser Spaltensturzgefahr. Jo, es war relativ anstrengend, aber trotzdem auch kurz. Also ich habe gerade mal bei der Zusammenfassung von Komoot geguckt. Wir haben bis zum Gipfel von der Paya-Hütte ungefähr 3,5 Stunden gebraucht und der Abstieg waren so um die 2 Stunden. Ähm, genau, das heißt, so mit 6 Stunden ungefähr könnt ihr rechnen am Gipfeltag bis zur Paya-Hütte zurück. Und dann hat nochmal der Abstieg ins Tal so um die 3 Stunden. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich am Ende am Tag so bei insgesamt 10 bis 11 Stunden reiner Laufzeit ankommen, wenn ihr direkt wieder ins Tal absteigt. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon mit der Zusammenfassung von der Tour zum Ortler. Also ich würde mich über ein Like freuen. Abonniert gerne den Kanal, wenn euch die Videos gefallen und lasst mich auch in den Kommentaren wissen, was ihr so für Erfahrungen mit dem Ortler gemacht habt. Vielleicht gibt es Dinge, die ich vergessen habe. Vielleicht habt ihr auch noch ja, andere Hinweise, die ich einfach nicht berücksichtigt habe oder ja, sonstige Tipps. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.